Herzlich willkommen im neuen Video. Und das, was ihr da seht, ist genau eines unserer Überkartons, wo darin sich ein Typ 1 Wi-Fi-Panel befindet. Da haben wir jetzt dann eben unsere Schutzbänder um einen Karton. So wird dieser hochstabile Karton aus 1,5 cm dicken Kartonmaterial zu euch geliefert. Diese Kartons halten richtig was aus, dass ihr eine hochwertige Celsius-Infrarotheizung auch ganz bekommt. Und wie das Ganze jetzt im Detail ausschaut, vom Auspacken bis zum Anlernen, in dem Fall vom Hygrometer, das seht ihr jetzt im weiteren Video. So kriegt ihr eure Celsius-Paneele nach Hause. Also die sind ja verpackt, also mit den Verpackungsbänder, die haben wir da jetzt natürlich weg. Weil ich will euch einfach mal zeigen, wie schaut das aus, wenn ihr unseren Spezialkarton kriegt. Großer Tipp an euch, haltet euch den Karton auf, falls einmal irgendwas ist, mit dem Karton können wir jedes Panel hin und her schicken, aber wenn was zum Reparieren ist, überhaupt kein Problem. Und wie ihr da schon seht, das ist ein sehr stabiles Material. Schaut mal, wie dick der Karton ist. Und das Ganze ist mal 2. Das heißt, wir reden da eigentlich von fast 1,5 cm dickem Material. Da drinnen seht ihr unsere Steckrahmen. Diese Steckrahmen haben außen rundum eine sogenannte Knautschzone. Ihr seht, diese 1,5 cm dickes Material habe ich jetzt auch in der doppellagigen Außenlage, also rundum sehr, sehr gut geschützt. Und wenn ihr jetzt einmal schaut, wenn ihr jetzt euer Celsius-Panel ausnehmen wollt, dann braucht ihr bitte nur eins machen. Ihr könnt das ganz normal wunderbar zerlegen. Haltet es auch bitte auf, weil ohne diese Teile könnt ihr es nachher nicht verschicken. Jetzt haben wir da drin unser Celsius-Panel, in dem Fall ist es unser Wi-Fi. Wir nehmen das einfach aus dem Karton aus. Wir haben da jetzt unser Wi-Fi-Panel. Ihr seht jetzt einmal, das Panel ist steckerfertig. Das ist bitte das Hygrometer. Ohne dem Hygrometer kann die Steuerung keine Verbindung kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu dem kommen wir aber noch, das muss man anlernen. Dann habt ihr da Montageaufhänger. Das sind eben diese 8 mm Dübel, die was man quasi aus Vollmetall einfach in ein 8 mm Bohrloch und dann festziehen. Und dann hat man im Prinzip die oberen zwei zum Einhängen. Das ist egal, das hat nur mit dem Stangenprofil was zu tun. Im Prinzip 2 Befestigungspunkte. Solltet ihr bitte die Steuerung auf der anderen Seite haben wollen, gell, dann muss man die abschrauben, um 180 Grad verdreht wieder zusammenbauen und dann sind es die oberen zwei. Ich nehme das Panel jetzt aus dem Karton. Nachdem wir da jetzt ein Wi-Fi haben, zeige ich euch natürlich auch gleich, was zum tun ist. Ihr nehmt das aus der Folie, dann habt ihr da drinnen ein doppelseitiges Klebeband, das könnt ihr da aufkleben, wenn ich es nachher auf die Wand fixiere. Aber das Wichtigste ist der kleine Faden. Ich hoffe, man sieht das jetzt am Video, das ist also ein kleiner Plastikfaden. Viele kennen das eh. Das heißt, ich ziehe den jetzt raus, ja? Und dann im Endeffekt ist das Hygrometer ready für die Steuerung. Das schauen wir uns jetzt an. Ganz was Wichtiges. Ihr seht da, ich habe da eine Steckerleisten. Bitte verwendet, wenn ihr Steckerleisten, immer eine mit einem Schutz, mit einem Schalter. Okay? Das heißt, immer auf 0. Dann geht sie bitte her, steckt euer Panel an und dann tut sie erst auf Strom. Wenn ihr das nicht macht, ist die Gefahr, dass ihr die Steuerung dauerhaft beschädigt. Weil wenn jetzt so zum Beispiel ein Stecker ist, der was, ihr kennt das, wenn ihr den Stecker nicht ganz reinkriegt oder nicht ganz schnell reinkriegt, dann entstehen bis zu 20.000 Volt. Damit schießt ihr jedes Gerät ab, egal ob ein Fernseher oder ein Computer oder auch ein Computer von der Celsius-Steuerung. Bitte aufpassen. Das heißt, Steckerverbindungen richtig herstellen, auch wenn ihr Steckdosen habt, richtig reinstecken. Alte Steckdosen kehren weg, die kehren ausgetauscht. Stecker ohne einen Schutz kehren nicht mehr verwendet. Irgendwo ein Verlängerungskabel nur zu verwenden, bitte nicht. Immer mit einer geschützten Steckerleiste. Am besten auch eine zu verwenden, wo gleich Blitzschutz mit drin ist, dann seid ihr safe. So, wir machen jetzt erst einmal das Celsius-Panel an. Jetzt kommt der Booting. Das heißt, der Computer fährt hoch, jetzt kommt Celsius. Und dann seht ihr da DH1 Pairing. DH1 Pairing ist der wichtigste Schritt. Warum? Wenn ich das jetzt aktiviere mit Enter, dann kommt diese sogenannte Sound durch. Und jetzt schaut mal. Jetzt verbindet sich das
Hygrometer mit der Steuerung. Ohne dass das Hygrometer den Wert hat, wird es nicht heizen. Das heißt, wenn ihr das falsch macht, dann werdet ihr heute mit der Celsius-Heizung keine Freude haben. Aber da kann die Celsius-Heizung nichts dafür, wenn ihr die Schritte nicht richtig macht. Entweder in die Bedienungsanleitung oder heute sich die Videos anschauen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Seht, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir es. Jetzt seht ihr zum Hygrometer, wir sind da im Lager, da hat es jetzt 7,8 Grad. Das ist die Temperatur. Dann haben wir da die Luftfeuchtigkeit und da seht ihr den Stromverbrauch. In dem Fall 550 Watt, weil es mit 20 Grad eingeschalten ist. So, und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das Celsius-Panel auch so ohne Internet verwenden? Ja, das Wi-Fi könnt ihr so ohne Internet verwenden, weil in dem Fall das Hygrometer mit der Steuerung verbunden ist. Es ist auch sehr oft schon die Frage gekommen, kann man mehrere Celsius-Paneele mit einem Hygrometer verbinden? Ja, das geht auch. Ihr müsst immer nur schauen, dass da, wo die Steuerung ist und das Hygrometer ist, dass das im Empfangsbereich ist. Weil wenn da vorne links nicht die Temperatur vom Hygrometer aufscheint, das kann aber auch 5 Minuten versetzt sein, das ist ihr darauf achten. Das heißt, diese Hygrometer kann ich zum Beispiel irgendwo auf einer Außenwand oder irgendwo in ein Regal stellen, überhaupt kein Problem. Ich kann es auch irgendwo einfach aufkleben an die Wand oder bei einem Schalter oder sowas. Aber bitte schaut da, ob da ein Empfang ist, weil wenn da drauf nicht eure Raumtemperatur steht, dann habt ihr keinen Empfang zum Hygrometer. Und auch nicht wundern, da ist eine Batterie drin, eine 2032er Batterie. Und wenn ich hätte noch ein Jahr circa merke, aha, das funktioniert nicht mehr, dann müsst ihr bitte eins hergehen und die Batterie da drin tauschen. Und das sage ich jetzt auch. Schaut einmal her. Ich mache das da auf. Und da drinnen ist jetzt die 2032er Batterie. Die ist einfach da zum Ausschirmen und dann ist sie schon heraus. Und der Deckel als solches, den kann ich nicht einfach irgendwie aufschieben. Der muss immer so geschoben sein, dass er dann passt. Und dann ist er einfach nur so zum Aufklicken. So haben wir jetzt unser Celsius-Panel in Betrieb genommen. Das müsst ihr bitte bei allen Paneelen machen. Und jetzt schaut wieder bitte zu mir hier. Sogenannte Wi-Fi Config. Okay? Sobald ihr heute dieses Wi-Fi Config aktiviert, wird die Paneele im Netzwerk angezeigt. Die sogenannten Telefoneinstellungen, in dem Fall ist es ein iPhone. Wir gehen auf WLAN, so wie wenn ich heute irgendwo ein WLAN suchen würde. Jetzt geht auf Wi-Fi-Config und jetzt schaut mal, was da passiert. Starte es nochmal neu. Jetzt ist es da. Wenn ich jetzt das so auswähle, dann kommt dieser blaue Haken. Und erst dann, wenn der blaue Haken da ist, seht ihr das? Das ist ganz, ganz wichtig und dann müsst ihr schnell sein. Ich will jetzt da ein neues Netzwerk hinzufügen, fortsetzen, verbinden und dann im Endeffekt geht es erst weiter. Dazu findet ihr aber schon das bekannte Video. Ich blende euch das Video aber jetzt da oben ein. Und jetzt habe ich euch gezeigt, wenn ihr ein Celsius-Panel kriegt, ganz, ganz wichtig, jetzt bei den kalten Tagen, lasst es einmal ein paar Stunden im Raum liegen. Es muss sich akklimatisieren. Die ganzen Bauteile sind kalt. Die müssen erst einmal warm werden, dass ihr keine Kondenswasserschäden riskiert. Und dann bitte allererstes Hygrometer anlernen. Und das Wi-Fi müsst ihr tun, so wie ich euch das jetzt gesagt habe, so wie es ja in Online-Video im Detail alles beschrieben ist und der Rest steht da in der Bedienungsanleitung. Also nehmt einmal die Zeit und lest es einmal durch, da steckt viel Arbeit drinnen. Und ihr werdet eine Freude haben. Aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ich habe schon so oft gesagt, ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr jetzt in der kalten Jahreszeit ein Celsius-Panel kauft und euch das bestellt, erwartet bitte nicht, dass das innerhalb von ein paar Stunden warm wird. Das kann niemals sein. Warum? A, habt ihr jetzt ausgekühlte Wände. Es ist draußen sehr kalt und dann kommt oft Baufeuchtigkeit ins Spiel, was die Menschen oft gar nicht einmal so bewusst ist, wie viel Feuchtigkeit hinter die Wände teilweise drinnen ist. Das ist bitte keine Lufterwärmung, das ist eine Bauteilaktivierung, eine Bauteilerwärmung, eine Speicherwärme. Eine Speicherwärme ist niemals eine schnelle Wärme, das heißt einmal, dass einmal, wenn ein kalter Raum ist,
eine Woche, 14 Tage ist einmal vollkommen normal, dass sich da drinnen einmal diese Grundwärme erwärmt. Wenn dann die Temperatur nicht nach oben geht, ist einmal die Frage, passt eure Dimensionierung überhaupt? Weil, wenn ich heute ein Ziegelhaus habe, kann ich mit Dämmung bis zu 50 Kubikmeter mit dem Panel gehen. Ist es aber nur ein sogenanntes Bummel-Steinhaus, alte, dicke Mauern, dann kann ich mal bis 30 Kubikmeter gehen. Und da müssen aber die Fensteraufschläge und die Raum- und Nutzungsaufschläge auch enthalten sein. Also macht's bitte nicht den Fehler und tut's zu wenig dimensionieren, weil dann werdet ihr keine Freude haben. Es muss immer zur Bauphysik passen. Und dann gebt's bitte dem Produkt Zeit. Es muss sich einmal die Bauteile erwärmen und es muss einmal die Feuchtigkeit raus. Wir haben sehr, sehr viele historische Gebäude. Die historischen Gebäude haben oft sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Und da plant man heute mehrere Monate, teilweise Jahre ein, bis sich das Ganze wieder richtig in einem natürlichen Bereich abgebaut hat. Aber da ist noch meistens auch so, dass die Wände komplett verschimmelt sind, Wasserflecken, Ausblühungen, das volle Programm. Aber das kann ja auch im Ziegelbau passieren. Es kann das heute zum Beispiel auch im Holzbereich sein, dass zu viel Feuchtigkeit drinnen ist. Und deswegen, es ist ein Entfeuchtungs- und Heizgerät. Celsius wird die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfeuchten, dadurch einmal am Tag lüften, ganz, ganz wichtig. Und habt bitte ein bisschen Geduld und ihr werdet zufrieden sein. Wenn ihr haben wollt, www.infrarothimmel.at. Da haben wir so viele Unterseiten zu diesen Informationen. Ihr findet heute auch sehr viele Informationen in unserem Shop. Bestellt euch einmal ein Celsius-Blatt und ihr werdet zufrieden sein. Und Wi-Fi ist eine coole Geschichte, weil dann habt ihr nie mehr eine alte Heizung. Und deswegen geht's in den Shop rein, holt euch einmal eine Celsius Infrarotheizung. Ihr werdet eine Freude haben und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und schönen Feiertag. Viert euch.